Roundabout 26.000 Euro. Für mich eine totale Premiere. Der Bottesini oder Bozzini werden sie wahrscheinlich. Bottesini werden sie in Frankreich sagen. Das ist ein Tabat-Modell, was es für den deutschen Markt überhaupt nicht gibt. Und den werden wir euch heute mal vorstellen. Für mich eine Weltpremiere. Für dich, liebe Sabrina Fewinger, was ganz normal ist. Ihr verkauft den recht oft, oder? Ja, so sieht es aus. Bottesini, also wer das jemals gesehen hat, er ist keine 2,50 breit, oder? Der ist keine 2,50 breit, nein. 2,30, etwas über 2,30. Und hier hast du aber alle Anleihen von einem, sag mal, richtigen Tabat. Das sind die französischen, ich sag mal, Versionen, die da sind, wenn die Leute Bozzini noch nicht kennen. Das ist eine, ich sag mal, Ausführung gibt es nur für Frankreich. Das ist eine Ausführung für Frankreich, jawohl. Aber auch für den deutschen Markt, wenn man das möchte, stellen wir das hier dementsprechend um und du kannst eine ganz normale EU-Flasche anschließen. Es ist einfach nur ein Kabel, ein Schlauch, der wird getauscht. Dann klappt das auch. Also das ist möglich. Gasabnahme muss noch gemacht werden. Gasabnahme wird gemacht und Ganze steht auf Alko drauf. Wir sind hier im Preisbereich roundabout 25, da geht's los. Und die Ausführung, die wir gleich sehen werden, die ist speziell für den französischen Markt angepasst. Was will der französische Markt? Keine Toilette meist. Aber noch viel mehr. Sie wollen eine offene Blickachse, mehr Platz. Ein französisches Bett ist immer drin. Ja, und dann auch auf jeden Fall immer im Moment mehr eine Dusche halt. So, hier unten hast du dann 17 Zoll Bereifung. Ich glaube, du kriegst kaum was anderes verkauft in Frankreich, oder? Im Moment ist das der Renner mit den 17 Zoll Felgen, ja. Da mit drin. IS-Kühlschrank sehe ich schon, er hat einen Stromanschluss mit drin. Die Dachreling ist Serie. Ist ein Muss, oder? Dachrelinge sind immer ein Muss. Die werden auch dann mitbestellt. Oder die doppelte Gürtelleiste, wie du es hier jetzt auch noch mal siehst. Das sind so die Tuning-Faktoren Optik. Optik, oder? Ja. Dann die, ich sag mal, unten jetzt die Leiste. Da hat, der Uwe hat mir erzählt, der auch hier arbeitet. Der Ex-Chef, der da ist, hat erzählt, das ist viel leichter, wenn da mal eine Baus drin ist. Man kann es, ich sag mal, gut reparieren. Hat einen schweren Unfall zum Beispiel drin, dann kann man ab dieser Leiste unten kann man das reparieren. Ne? Man schaut, dass man einen Ansatz hinbekommt, ja. So, es passiert oft Unfälle? Touchiere, Rückwärtsansätze, irgendwo lang vorbei hängen bleiben, also alles schon gehabt. Wenn ich jetzt mal gucke, der Bottesini, also er hat ein Heckfenster drin. Auch hier hast du ja in Deutschland kaum schwarze Fenster. Das ist hier fast immer der Fall, oder? Getönte und dunkle Scheiben, ja. Du kannst gar nicht reingucken. Man kann aber, das werden wir gleich sehen, von außen ganz prima rausgucken. Dann diese großen Fenster hier an der Seite, auch das ist den französischen Modellen vorbehalten, siehst oder? Du jetzt hier ja ganz schön, genau. Fast bis zum Boden. 2 große Fenster, das ist sehr ungewöhnlich. In Deutschland kennt man das gar nicht. In Deutschland kennt man das bestimmt schon, aber nicht in den Fahrzeugen. So, komm, wir zeigen das mal. Bitte mal die Tür schließen, etwas. Dann kann ich mal hier das Logo zeigen. Da hat also keiner sich aus bestehenden Tabat-Logos irgendwas zusammengebastelt. Er heißt wirklich Bottesini. Bottesini, jawohl. Krass. Was sagen denn Leute hier in Deutschland, die den Namen hören oder das gesehen haben? Die sind ja total, ich sag mal, man kennt das gar nicht, Wir ja? wissen das gar nicht mit anzufangen, ja. So, cooler Grundriss, wir gehen mal rein. Denn zweigeteilte Tür gibt es in Deutschland auch nicht mehr. Korrekt. Und auch die Breite, das ist immer noch diese 60er Tür. Viele wollen jetzt die 70er Breite und dann ist es eine Tür im Ganzen. Ja, der Vorteil ist, sie ist zwar ein bisschen schmaler, aber du kannst innen den Möbelbau natürlich gerade bei kurzen Fahrzeugen viel einfacher gestalten. Wie wir schon gesagt haben, 10 cm macht einiges aus, was an verlorenem Innenraum dann fehlt. Liebe Leute, geh ruhig mal vor. Soll ich mal vor? Geh mal vor. Liebe Leute, wir haben hier 2,30 Meter Breite. Wir haben eine Länge von Aufbaulänge. Was hat er hier? Wir sind jetzt um 5, was habe ich schon raussuchen gelassen? Eieiei. Guck mal nach. Ich filme 45, also 5,40 Meter Aufbaulänge plus 1,50 Meter ungefähr. Das heißt, wir haben Gesamtlänge mit Deichsel so um die 7 Meter, oder? So liegen wir, genau. Also 4,80 Meter heißt der Wohnwagen und hat eine Gesamtlänge bis zur Deichsel 7,18 Meter und eine Nutzlänge von 5,16 Meter sogar, obwohl er 4,8 Meter heißt. Okay, 5,16 Meter. Jetzt sieht man aber auch schon, das Ganze, ich sag mal, ist
ausgelegt, um hier drin dauerhaft zu wohnen, trotz der kurzen Länge. Es ist relativ preiswert im Vergleich zu den Tabat-Modellen, den großen. Also jetzt ein Puccini zum Beispiel, kann man schon mal gerne das Doppelte loswerden. Gut, der ist ja nicht ganz so lang. Ja. Das ist so, trotzdem, das ist jetzt ein tolles Fahrzeug. Ich reise alleine mit 2 Personen, das würde gehen. Mit 2 Personen, so auch meistens der Einstieg, sage ich jetzt einfach mal, in die Wohnwagenkategorie. Schöner, dezenter Grundriss mit allem, was du brauchst. Du kannst dich in eine schöne Rundsitzgruppe halt ja auch setzen. Ja. Ja. Das ist der Einachser. Wir kamen aus